Liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Enrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie. Und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute begleiten wir den Verein Lichtzeichen, der sich für schwangere Frauen in Konfliktsituationen einsetzt, bei seinem besonderen Projekt, den Markttagen. Genau. So, Frau Eichenberg, wir freuen uns, dass wir heute etwas aufnehmen können von diesem Projekt Lichtzeichen, also die Markttage von dem Verein Lichtzeichen. Sie sind ein Gründungsmitglied von Lichtzeichen. Richtig. Können Sie uns ein bisschen was erzählen, was Lichtzeichen ist, was Sie so machen als Verein? Ja, das mache ich gerne. Also ich gehöre auch zur Schönstadtbewegung Frauen und Mütter. Und Lichtzeichen ist entstanden aus der Anfrage, die aus dieser Gemeinschaft kam, von einer Frau, die im Sozialausschuss ihrer Gemeinde tätig war, nach Ausstattung für 3 schwangere Frauen, nach Babyausstattung, die eben in finanzieller Not waren. Und ja, wir haben uns damals gefragt im Verantwortlichenkreis, was wir generell tun können für Frauen, die quasi neben uns leben und das Notwendigste für ihre Kinder nicht haben. Und so ist praktisch Lichtzeichen aus der Schönstadtbewegung herausgewachsen. Und wir sind seit 20 Jahren tätig und in Vallendar ansässig. Wir sind hier im Lichtzeichenhaus. Wir haben hier einen gut frequentierten Kleiderladen. Wir haben jeden Mittwoch ein Treffen für schwangere Frauen, für Mütter mit ihren Kindern, mit Austauschmöglichkeit, mit einem Bildungsangebot, mit Freizeitgestaltung. Und es gibt auch eine Mutter-Kind-Wohnung hier in diesem Haus. Und heute geht es ja auch um diesen Markt, den wir 2-mal im Monat anbieten für unsere Familien. Ja, wir begleiten Frauen in allen Bereichen und sind rund um die Uhr erreichbar. Wir waren offen, uns den Sorgen der Mütter zu stellen, vor allen Dingen in den Situationen, in denen sie durch eine unerwartete Schwangerschaft in Not gerieten. Unser Hauptaugenmerk ist ausgerichtet darauf, das Selbstwertgefühl der Mütter zu heben und zu festigen und die Mutter-Kind-Bindung zu stärken. Denn starke Mütter haben auch starke Kinder. Und alles, was wir anbieten, all unsere Angebote, der ganze Einsatz ist auf diesen Schwerpunkt ausgerichtet. Wir begleiten auch Frauen, die nach Abtreibungserfahrung Hilfe suchen. Ja, und der Markt im Außenbereich des Lichtzeichenhauses, der 2-mal im Monat stattfindet, der ist aus der Not der Corona-Zeit entstanden. Und ja, wir werden es ja sehen. Ja. Viele Hände helfen, den Markttag vorzubereiten. Aber vielleicht fragt ihr euch, wo kommt das alles her, was hier angeboten wird? Die Ware für die Markttage kommt von ein paar verschiedenen Stellen. Vor allem die Tafel Koblenz stellt viele gute Dinge zur Verfügung. Wir haben einige Worte gewechselt mit dem Vorsitzenden des Vereins der Tafel. Die Ulrike, die hier Lichtzeichen jetzt hauptsächlich bekleidet hat, uns dann irgendwann mal angesprochen, ob sie Lebensmittel auch bekommen könnte, weil sie jetzt auch mehr mit Lebensmitteln macht. Früher haben sie meistens nur Babyartikel bekommen, die wir hatten. Und jetzt ist es auch Lebensmittel. Und wir haben ja auch eine Ausgabe in Vallendar, aber die ist natürlich nicht so aufgestellt wie wir hier an der Zentrale. Wir bekommen wie zum Beispiel heute Freitag, jeden Freitag 3 Sprinter voll Ware hier angeliefert. Und Lichtzeichen kann sich dann hier auch noch die besten Sachen aussuchen. Auch von denen, die hier trocken gelagert werden oder wenn Tiefkühlware da ist, wie Pizza oder Ähnliches, profitieren die auch von. Frau Eichenberg und ihr Mann holen alles ab und bringen es ins Lichtzeichenhaus rechtzeitig für den Markttag. Das Auto ist voll beladen, also es gibt jetzt wirklich kein Eckchen mehr, wo noch was reinpasst. Aber es wird dringend gebraucht und ich bin da bei Lichtzeichen einer der wenigen Männer und habe dann immer eine tragende Rolle. Das heißt also, ich bin in der Hauptsache auch fürs Schleppen zuständig und unterstütze meine Frau gerne in dieser Sache, weil ich weiß und auch mitkriege, wie die Not bei den alleinerziehenden Müttern ist. Dass also alles das, was wir ihnen an Lebensmitteln bieten, dafür brauchen sie kein Geld auszugeben und können sich da für sich und die Kinder was anderes gönnen oder leisten. Oder es wird halt ein bisschen entspannter auch zum Monatsende. Ne? Nicht nur die Tafel, auch die Bäckerei Klingseisen unterstützt dieses Projekt. Schön, wir treffen uns heute hier bei
Bäckerei Klingseisen. Ja. Und zwar am Vorabend unseres Lichtzeichenmarktes. Wir dürfen hier jedes Mal Brot und Brötchen bekommen, die von dem Tag übrig geblieben sind. Und das hilft uns richtig gut. Ja, uns ist auch nicht irgendein Bäcker, es ist eigentlich der beste Bäcker. Und die Sachen schmecken ganz toll und sind von einer guten Qualität. Und deswegen freuen sich unsere Mütter, die eigentlich so auch ein bisschen gelernt haben, gesund sich zu ernähren bei uns. Und ja, dann gehen wir mal rein. Guten Abend. Lichtzeichen ist da. Und die Mitarbeitenden der Bäckerei selber freuen sich, dass die Sachen, die sonst weggeworfen werden würden, einen guten Abnehmer finden. Ja, wir sind wahnsinnig froh darüber, dass so Menschen wie Sie das abholen und das halt auch den Leuten zugutekommen lassen, die es auch wirklich verdient haben und die das halt wertschätzen. Und dass das so ist, dass es wertgeschätzt wird, das weiß Frau Eichenberg genau. Man merkt ja, dass die Frauen sich wohlfühlen und dass es keine Hemmschwelle gibt, sich hier Dinge des täglichen Lebensbedarfs zu holen. Und das hat sicher damit zu tun, dass man leichter in eine Umgebung kommt, die mir vertraut ist und zu Menschen kommt, die mir vertraut sind seit langem. Und hier ist man einfach, darf man sein, ja, man gehört dazu und es ist vielleicht gerade mal eine Situation, Corona hat sich niemand ausgesucht, viele Mütter, die auch im Beruf stehen, die sind jetzt in Kurzarbeit oder haben ihre Arbeit verloren und wir sind so dankbar für diese Möglichkeit, dass wir das hier so anbieten können. Und was machen Sie mit den Lebensmitteln, wenn die bei Ihnen dann wieder übrig sind? Also das kommt natürlich vor, dass nicht alles weggeht. Aber wir versuchen eben alles zu verbrauchen, dass von uns aus auch nichts weggeschmissen wird. Und dann kochen wir ein. Also wir kochen Marmelade von dem Obst oder wir kochen Gemüse ein, Ratatouille oder irgendwas fällt uns immer ein. Dann gibt es mal eine Kartoffelsuppe und entweder frieren wir die ein oder wir kochen sie ein. Und wir hatten jetzt eine ganze Menge von Senfkörnern und keiner hat gewusst, was machen wir mit so vielen Senfkörnern. Dann habe ich Senf selbst gemacht, verschiedene Sorten. Das ist so toll. Genau. Und die Mütter mussten testen, mussten mir dann Rückmeldung geben. Ist der gelungen? Ja. Ja, also das macht auch ganz viel Freude. Also vielen Dank für die großartige Arbeit. Nächstenliebe konkret. Die Markttage sind für viele ein echtes Lichtzeichen in ihrem Alltag. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden geben echt ihr Bestes und die Belohnung ist das glückliche Gesicht der Mütter und auch der Kinder. Wer gerne mehr wissen will über Lichtzeichen, wer Kontakt mit ihnen aufnehmen oder auch dieses Projekt unterstützen möchte, findet einen Link zu ihrer Webseite in der Beschreibung unter diesem Video. So, jetzt ist die Aktion hier gut beendet. Ich glaube, alle sind wieder gut versorgt, die hierher kamen. Wir räumen noch auf, alles wird wieder an Ort und Stelle gebracht. Und ich glaube, dass es echt eine ganz tolle Aktion ist, die sich sehr lohnt. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!